Hallo, heute sind wir im Zoo Dortmund. Wir haben hier aktuell 5 Fennecs. Einmal die Eltern, ein Pärchen, Manu und Hedel. Manu ist mittlerweile 3 Jahre alt und kommt aus Helsinki aus dem Zoo. Die Hedel ist jetzt auch 3 Jahre alt und die kommt aus einem Zoo in Rom. Und die beiden verstehen sich offensichtlich mittlerweile so gut, dass die auch nachgezogen haben. Ist jetzt hier für uns auch das erste Mal mit dem Fennec-Nachwuchs. Das sind aktuell 3 Stück. Und die sind jetzt, ich glaube von Anfang Mitte Juni sind die ungefähr. Das heißt, die sind jetzt auch richtig agil und aktiv. Wir füttern hier ja mehrfach am Tag, auch mit der Pinzette. Und die sind mittlerweile auch so, dass die echt auch teilweise mitmachen beim Training. Gerade einen von diesen 3, der ist meistens immer sehr weit vorne. Also auch sehr mutig, kommt auch raus, auch wenn die Eltern nicht mit dabei sind. Die anderen beiden warten immer noch so ein bisschen auf das Go, wie die dann der Meinung sind, dass es sicher ist ungefähr. Und die verlassen sich da immer noch sehr viel auf die Eltern. Also für die beiden ist es auch der erste Nachwuchs hier zusammen und die machen das sehr gut. Also der Manu, der ist schon mal Papa geworden in Helsinki und der ist ein sehr, sehr guter Vater. Wir stehen auch immer noch zwischendurch in Kontakt mit den Kollegen in Helsinki, einfach auch, weil die viel Erfahrungen haben, wo man immer gut nachfragen kann oder auch andere Fennec-Halter. So. Wir sind ja in NRW der einzige Zoo, der Fennecs hält und natürlich auch dementsprechend nachgezogen hat. Und dann ist es immer ganz gut, wenn man noch andere Anlaufstellen hat, um nachzufragen, wenn man irgendwas nicht weiß oder einfach um seinen Horizont zu erweitern, wenn man es so sagen möchte. Aus den Erfahrungen her deckt sich das mit dem, wie der Manu sich in Helsinki verhalten hat. Er beschützt, oder gerade am Anfang, wo die Jungen noch so klein waren, hat er wirklich sehr, sehr gut seine Jungen verteidigt. Uns auch teilweise, wenn es ihm auch arg zu viel war, uns sehr gut signalisiert, dass wir doch jetzt bitte die Anlage verlassen sollen. Und was wir dann natürlich auch getan haben, weil wir möchten natürlich so wenig Stress wie eben möglich hier verursachen. Hedel, das Weibchen, die hat das auch sehr, sehr gut gemacht. Die hat sich halt am Anfang sehr wenig gezeigt. Das wurde nach und nach immer mehr. Wir haben dann natürlich auch die Futterportion erhöht, weil sie natürlich auch sehr viel Milch geben musste, weil wir eine ganz lange Zeit nicht wussten, wie viele Jungen sie jetzt hat. Alleine, dass die Jungen haben wir auch aufgrund des Verhaltens von den beiden dann quasi herausgefunden, weil die Anlage ja so gebaut worden ist, dass unsere Fennecs hier sich selber ihre eigenen Höhlen bauen können. Wir haben auch was angeboten, das fanden sie scheinbar dann nicht so angenehm, deswegen haben sie sich dann selber was gebaut, was für die Tiere natürlich super ist. Und das haben sie auch sehr, sehr gut getan. Wenn man sich so ein bisschen die Anlage anguckt, dann sieht man das auch. Und und dann haben sie halt immer regelmäßig beim Training mitgemacht, beziehungsweise Hedel selber hat das von Anfang an super gemacht. Der Manu eher weniger und urplötzlich fing das dann an, dass der Manu sich sehr viel öfter gezeigt hat, auch teilweise schon bösartiger wurde uns gegenüber und dann waren wir schon so, okay, irgendwas ist da nicht so wie es ursprünglich war. Und dann aufgrund des Verhaltens und des hohen Futterbedarfs und weil man dann doch durch die Kameras, die wir ja auch hängen hatten, dann Laute gehört haben oder auch schon mal so ein bisschen Gewusel nachts hier gesehen haben, also mehr als ursprünglich, haben wir dann festgestellt, dass hier Nachwuchs da ist und freuen uns natürlich auch wirklich sehr darüber. Die Fennecs sind ja hauptsächlich Insektenfresser, das heißt, sie bekommen hier bei uns im Zoo Zophobas, die habe ich gerade schon viel gegeben, oder auch Mehlwürmer, das sind quasi halt kleinere Zophobas, kann man so sagen, oder auch Heuschrecken geben wir immer ganz gerne. Mit denen kann man zum Beispiel auch immer sehr gut Beschäftigung machen, weil die Fennecs haben ja sehr, sehr große Ohren und haben auch dementsprechend ein sehr, sehr gutes Gehör. Und da kann man dann zum Beispiel lebenden Insekten in zum Beispiel Futtersäcke packen oder so. Da müssen die wirklich mit dem Gehör arbeiten. Okay, wo sitzen sie denn? Oder wenn die, ich sag mal, beim Füttern uns hier die Heuschrecken abhanden kommen, ist nicht so tragisch, weil dann haben sie halt in der Nacht hier noch was zu suchen. Momentan geben wir halt auch noch so schieres Fleisch, also Rindfleisch, haben wir immer zu den Trainingszwecken benutzt, um halt mit der Pinzette dann zu füttern. Momentan wird es aber nicht mehr so gerne genommen, bieten wir natürlich trotzdem weiterhin an. Was auch selten bei uns angeboten wird, sind zum Beispiel Muschelfleisch oder auch Stinte bieten wir auch mal an. Ansonsten gibt es bei uns auf dem regulären Futterplan auch noch Meerschwein oder Huhn. Taube, Wachtel haben wir auch, also wirklich auch richtige Ganzkörperfütterung. Die werden auch hier tatsächlich echt sehr gut angenommen.
Sieht vielleicht für den einen oder anderen immer ein bisschen makaber aus, aber Pfennigs sind genauso wie unsere Erdmännchen, die wir nebendran haben, halt auch Raubtiere. Auch wenn es hauptsächlich Insektenfresser sind, fressen sie natürlich auch Fleisch. Und Ganzkörperfütterung ist natürlich für solche Tiere immer das Beste. Tatsächlich, Wasser bieten wir natürlich sowieso standardmäßig immer an, wird aber hier bei den Pfennigs eher weniger aufgenommen, wenn dann übers Futter, weil sie kommen halt aus Wüstengegenden und daher brauchen sie nicht oder haben nicht so einen hohen Bedarf an Wasser. Ansonsten gibt es hier auch noch Gemüse, was wir halt so 2- bis 3-mal die Woche auch noch anbieten. Das ist dann meistens immer so Möhre oder ja, einfach so Wurzelgemüse so in die Richtung. Fenchel gibt es auch teilweise hin und wieder mal. Wird mal mehr, mal weniger gefressen. Es kommt natürlich immer darauf an, wie satt sind die Tiere, wie ist so die Umgebung, die Temperatur, haben die viel Hunger. Jetzt auch gerade mit dem Nachwuchs, den wir haben, ist der Bedarf natürlich höher. Da füttern wir aber dann trotzdem so, ich sag mal so 3- bis 4-mal am Tag. Morgens wird meistens nur reingestellt und dann so zum Mittag hin oder so zum Abend hin, wenn die Zeit dann nochmal da ist, wird das über die Pinzette gefüttert, weil auch durchaus immer gerne Besucher fragen, weil man dann eher die Möglichkeit hat, so die Pfennigs zu sehen oder auch gerade halt die Jungtiere. Pfennigs sind halt nun mal dämmerungs- und nachtaktiv, deswegen liegt halt eher da der Aktivitätsgrad halt eher so zum späten Nachmittag, Abend hin, wo das dann öfters vorkommt. Gerade auch mittags, wenn wir gefüttert haben, war es eine ganze Weile auch so, dass sie sehr aktiv waren. Das hat sich mittlerweile auch echt tatsächlich ein bisschen geändert. Das kann durchaus sein, dass sich die Jungtiere, also würde ich jetzt mal so behaupten, dass sich die Jungtiere einfach jetzt so, ja, deren natürlichen Aktivitätsgrad Eltern halt auch annehmen quasi. Und deswegen ist, wenn man wissen möchte, wann die Pfennigs am aktivsten sind, würde ich eher so sagen, so zum späten Nachmittag, 17 Uhr, 18 Uhr, ist eher so dann die Zeit, wenn die Giraffen reingeholt werden, jetzt im Sommer. Dann wird hier, wenn die Zeit natürlich dann da ist, nochmal in Ruhe gefüttert, ansonsten wird es halt verteilt, damit die auch was zu tun haben. Und dann ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass sie zu sehen sind, ist aber auch keine Garantie, dass sie dann zu sehen sind, weil man kennt das, wenn man mit Tieren arbeitet. Manchmal machen sie das, was man möchte, und manchmal halt auch eben nicht, aber Futter ist immer da und aus meiner Erfahrung her würde ich eher sagen, später Nachmittag, Abend kann man die Tiere dann doch eher dann sehen. Schreibt jetzt eure Fragen in die Kommentare und vergesst nicht, dem Video einen Daumen nach oben zu geben, wenn es euch gefallen hat. Damit ihr kein neues Video mehr verpasst, könnt ihr unseren Kanal kostenlos abonnieren.